Verbesserungsvorschläge, vielleicht noch mal auf die Schule gehen und die Gesetze im Transportgewerbe studieren. Oh Leute, diese Folge ist wirklich, seht selbst. Mittlerweile euer Lieblingsformat, die News sind wieder da. Wir haben heute im Programm eine etwas beschauerliche Spendenaktion, Aufruf einer Spedition. Da gehe ich gleich mit euch rein. Das wird, also, ich sag euch ganz ehrlich, ich habe sehr viele Aufnahmen gebraucht, um das Ganze hier. Ich habe wirklich sehr viele Aufnahmen gebraucht. Ich habe übrigens sehr viele Aufnahmen gebraucht, Ich habe sehr viele Aufnahmen gebraucht. Das kann doch nicht wahr sein. Fangen wir erst an. Es ist unfassbar, diese News macht mich fertig. Ich habe sehr viele Aufnahmen gebraucht, um das Ganze wertefrei rüberzubringen. Es funktioniert einfach nicht. So, aber bevor wir in die Main Story gehen, erstmal kurz die Nebenschauplätze. Daimler, weltweit größter LKW-Hersteller, verkaufte letztes Jahr nicht mehr so viele Verbrenner-LKW wie die vergangenen Jahre. 12% weniger Verbrenner-LKWs verkauft. Daimler startet milliardenschweres Sparprogramm Fokus auf Deutschland. Die deutschen LKW-Hersteller blicken auf das vergangene Jahr zurück. Sowohl die beiden Branchenriesen Daimler Truck als auch Traton meldeten Absatzrückgänge, die vor allem auf die schwache Nachfrage in Europa, insbesondere in Deutschland, zurückzuführen sind. Der Absatz von Daimler Truck, dem weltweit größten LKW-Hersteller, lag im vergangenen Jahr um 12% unter dem des Vorjahres. 460.409 Einheiten. Das Interessante an dieser Schlagzeile ist, dass Daimler hier auch sagt, sie haben etwas über 4.000 Elektro-LKWs verkauft. Wenn wir das Ganze mal vergleichen mit den asiatischen Staaten, passt mal auf, etwas über 4.000 Verbrenner-LKWs aktuell verkauft. 2023 berichtet Einstrag.tv, dass im Jahre 2022 China über 24.000 batterieelektrische LKWs zugelassen hat und in der Rest der Welt waren es nur 7.965. Das war im Jahre 2022. Nur mal für euch als Information. Wir sind wieder beim Fahrermangel angekommen. Das hört und hört nicht auf und wird uns auch noch sehr viele Jahre beschäftigen, bis man irgendwann gar keiner mehr fährt. Bis die Leute irgendwann mit der Schubkarre zum Laden fahren. So lange werden wir das wahrscheinlich durchkauen müssen. Auf europäischer Ebene wird jetzt gerade eine Gesetzesentschärfung durchgebracht, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, meinetwegen auch divers, keine Ahnung, aus Drittstaaten es leichter ermöglicht, in Europa LKW zu fahren. Und zwar unter anderem Afrika. Übrigens, in unserem Podcast haben wir das auch mal thematisiert. Jeden Freitag auf Spotify, Apple und Amazon kostenlos zum Hören. Könnt ihr mal reinschauen, Funkkontakt einfach eingeben. So, pass auf, jetzt haben wir Leute dann vielleicht aus den Drittstaaten, aber wir sind halt zu hoch qualifiziert in Deutschland. Nicht anders ist der Vorschlag vom Vorstandssprecher Professor Dr. Engelhardt von BGL zu interpretieren, weil der sagt nämlich, lasst uns doch diese Modulschulung wieder abschaffen. Ja, tatsächlich. Berufskraftfahrerqualifikationsgesetze oder diese Modulschulung für Leute, die keine LKW fahren, hat folgende Bewandtnis: Da muss jeder LKW-Fahrer, der jetzt den Führerschein erwirbt, alle 5 Jahre 5 Module machen. Ne? Da geht es dann um Sozialvorschriften, Ladungssicherung und. Dieser ganze Kappes, den du da schon in der Fahrschule gelernt hast oder als ausgebildeter Berufskraftfahrer, der wird dir übrigens alle 5 Jahre immer dasselbe wieder erzählt. Also es ändert sich irgendwie vom Unterrichtsstoff irgendwie nichts. Und um die Unsinnigkeit noch ein bisschen zu unterstreichen, es gibt nur eine Anwesenheitspflicht. Also rein theoretisch kannst du ganz Netflix und Amazon und was weiß ich was durchschauen und dann am Ende der 8 Stunden gibst du deine Unterschrift runter und dann hast du diese Modulschulung im Petto. Übrigens in anderen Ländern, in Nachbarländern kann man das Ganze online machen. Nur die kaputten Deutschen, die müssen sich dann so 8 Stunden in so einen Unterrichtssaal setzen, meistens am Wochenende. Ja. Über die Sinnigkeit können wir streiten, egal. Auf jeden Fall sagt der Professor Dr. Engelhardt als Denkanstoß, man sollte vielleicht mal drüber nachdenken, ob der LKW-Führerschein nicht einfach nur ausreicht. Warum soll man die Modulschulung noch machen, die man dann irgendwann mal eingeführt hat? Übrigens, Fun Fact, die Leute, die nicht aus der Branche kommen, wir haben vor kurzem, vor ein paar Jahren, extra neue Karten bekommen. Also sowas wie der Führerschein. Das Ganze haben wir ja als Fahrerkarte, wo unsere Fahrten mit dem LKW nachgewiesen werden. Und dann gibt es da noch eine Berufskraftfahrerqualifikationskarte,
Die ist genauso groß und die wurde extra eingeführt, wo dann der Polizeibeamte bei einer Kontrolle sehen kann, ah ja, die Modulschulung hat er gemacht, also quasi seine Ausbildungsnachweise oder seine Schulungsnachweise. So, das hat man vor kurzem erst eingeführt und jetzt kommt der Anschluss, naja, vielleicht reicht ja doch einfach nur der LKW-Führerschein. Ja gut, jetzt soll das Ganze vielleicht wieder abgeschafft werden, damit es erleichtert wird, anderen Menschen doch vielleicht LKW zu fahren, ohne dass sie diese Modulschulung machen müssen. Naja, wir schauen mal, was man sich so demnächst noch alles so einfallen lässt. Es ist einfach nur noch eine Lachnummer. Ja, kommen wir zur Hauptschlagzeile, wo wir gerade bei Lachnummer sind. Nein, Entschuldigung, ich will das... Boy, that escalated quickly. Okay, es gibt eine Spedition, die einen Spendenaufruf gestartet hat und möchte gerne 16.000 Euro akquirieren. 16.000 Euro für... Ja, das weiß man nicht so ganz genau. Bei GoFundMe kann man leider nicht ersehen, wofür das Geld genau genutzt wird. Auf jeden Fall ist die Spedition unterwegs im Auftrag des Herrn. Wir transportieren Lebensmittel, wo alle Menschen Tiere zum Überleben benötigen. Wir sind unterwegs im Auftrag des Herrn zum Wohle von allen. Suchen wir hier auf diesem Wege Unterstützung jeglicher Art, um auf unseren Standard, für den ich mit meinem Namen stehe und wofür wir bekannt sind, weiterhin gerecht zu werden, damit es niemanden auf der Welt an etwas fehlt. Ich muss hier dazu sagen, es kann natürlich auch sein, dass da irgendjemand anders diese Donation-Page hier gemacht hat und es nicht die Spedition war. Wenn die Spedition das erreicht und sie es doch nicht waren, obwohl das hier eine verifizierte Geschichte ist, weil Spende ist geschützt, dann möge man mir das doch bitte schreiben. Ich stelle es einfach mal mit Fragezeichen hin, weil ich kann mir tatsächlich bei der Grammatik nicht vorstellen, dass das ein Geschäftsführer geschrieben hat. Wir gehen einfach mal rein in so ein paar Auszüge, was hier steht. Hallo, ich bin es, Patrick, 41 Jahre, Unternehmer aus der Pfalz seit 2012. Ich habe in mein Unternehmen stark investiert, um unsere Kunden und alle Menschen etwas bieten zu können. Da wir in der Lebensmittellogistik tätig sind, ist die Versorgung der Menschheit unser höchstes Gut. Wir transportieren Lebensmittel, wo alle Menschen Tiere zum Überleben benötigen. Des Weiteren transportieren wir alles, was mit Export, Import zu tun hat. Wir bieten unseren Mitarbeitern, Kundenfreunden, da fehlt's Komma, Fans und allen Menschen immer Service 24/7. Wir sind unterwegs im Auftrag des Herrn zum Wohlen von allen. Da die wirtschaftliche Lage in der heutigen Zeit uns an unsere Grenzen bringt, suchen wir hier auf diesem Wege Unterstützung jeglicher Art, um unseren Standard, für den ich mit meinem Namen stehe und wofür wir bekannt sind, weiterhin gerecht zu werden, damit es niemandem auf der Welt an etwas fehlt. Wir hoffen hier mit diesen Zeilen das Interesse geweckt zu haben und freuen uns auf eure Unterstützung und sagen Borab schon mal Dankeschön. Viele Grüße, euer Team Heim. Na, immerhin wurden 70 Euro von 16.000 schon gespendet. Der fade Beigeschmack an der ganzen Geschichte ist allerdings, dass im vergangenen Jahr, Ende vergangenen Jahres, ein neuer LKW erst zum Fuhrpark dazu kam. Unsere neueste Errungenschaft, Mercedes Actros MP5 630 Gigaspace. Also erstes Mal, es gibt überhaupt keinen MP5. Für den letzten da draußen, das macht mich irre. Es gibt keinen MP5. Das Ding heißt New Actros. Oder neuer Actros, neueste Generation. Aber nach dem SK kam der Actros, daraufhin kam der MP2, dann kam der MP3 und dann gab es die Weiterentwicklung mit neuem Fahrwerk und allen Gedöns und das Ding nennt sich dann New Actros. Aber MP5 gibt es nicht, das wäre eine Erweiterung des MP3s. Und es gibt auch kein MP4, MP7, MP8, MP32, die Zahlen... Macht mich irre, sowas. Unfassbar. Also selbst die eigene Spedition weiß nicht mal, dass das Ding nicht mehr MP5 heißt. Er sieht natürlich toll aus, aber natürlich Airbrush, Licht da oben, unten, tralala. Und der wurde halt gepostet auf der Speditionsseite 28. November 2024. So, und vor 4 Tagen wurde dann ins Leben gerufen, dass 16.000 Euro Spenden gesammelt werden. Darf ich Sie mal fragen, ob Sie nicht alle auf dem Sender haben? Es war unbedacht. Es war bescheuert. Jetzt könnte natürlich der eine oder andere sagen, da wird es wieder bestätigt, umso mehr Lampen, umso mehr Airbrush, umso mehr Tuning, umso weniger Gehalt und umso weniger Essen auf dem Teller. Das werden natürlich die bösen Zungen wieder behaupten, aber man kann es nicht anders sagen, wenn man hier dann sowas sieht. Und für was sind die 16.000 Euro? Musste mal tanken, musste Lampen wechseln, weiß ich nicht. Aber 70 Euro sind ja schon drinne.
Keine Ahnung, warum man das macht. Es ist mir unbegreiflich, vor allen Dingen, wenn ich mir die Textbausteine hier durchlese. Wir transportieren Lebensmittel, wo alle Menschen Tiere zum Überleben benötigen. Wir transportieren Lebensmittel, wo alle Menschen Tiere zum Überleben benötigen. Ist das? Das kannst du doch nicht ernsthaft so geschrieben haben. Wir bieten unseren Mitarbeitern Kunden, also das ist auch interessant, wir bieten unseren Mitarbeitern, Kundenfreunden, Fans und allen Menschen immer Service 24/7. Wir sind unterwegs im Auftrag des Herrn zum Wohle von allen. Yep. Ich kann dir nur sagen, wenn dein Auftraggeber der Herr ist. Ich kenne ihn nicht persönlich. Aber sollte er es sein, kann ich dir schon mal sagen, dass die Rechnungen, die du dann, wo immer du die auch hinschickst, nicht bezahlt werden. Gibt einen Grund, warum die in Kirchen immer mit so einem Klingelglöckchen durch die Gegend laufen und Spenden sammeln. Und die Kirche lebt meist von ihren Grundbesitztümern, wo der Staat halt zahlen muss oder andere, die auf diesen Kirchengeländen und sowas Häuser bauen. Im Auftrag des Herrn. Also ich habe wirklich, also das ist, Junge. Da die wirtschaftliche Lage in der heutigen Zeit uns an unsere Grenzen bringt, suchen wir hier auf dem Wege Unterstützung jeglicher Art, um unseren Standard, für den ich mit meinem Namen stehe und wofür wir bekannt sind, weiterhin gerecht zu werden, damit es niemanden auf der Welt an etwas fehlt. Also ich will dir ja nicht zu nahe treten, ich will der Spedition nicht zu nahe treten. Aber ist es nicht ein bisschen weit gefächert, dass es der Welt an nichts fehlt, wenn ihr weiterhin Waren fahren könnt, also der Welt? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Yingling aus Peking jetzt auf eure Spedition und euren Gütertransport angewiesen ist. Nur mal so by the way, ist ein bisschen hoch gefächert, eure Ansprüche. Aber wenn ihr doch selber sagt, euren Standard, und euer Standard ist dann die höchste Motorisierung überdurchschnittlich, geairbrushed, alle Lichter und alle Lampen dran, wäre es dann nicht einfach mal, dass man sagt, okay, wir lackieren den nur schwarz, machen nur die Firmenfolierung und lassen erstmal die 20.000, 30.000 Anbauteile Vollleder und was weiß ich und vielleicht mit einer etwas niedriger Motorisierung, sodass der ganze LKW günstiger wird in der Anschaffung und vielleicht im Dauerverbrauch, weiß ich nicht. Und für was sind die 16.000 Euro? Also ich zähle hier 1, 2, 3, 4, 5, ich zähle mindestens 6 LKWs. So, 6 LKWs, wenn die jetzt, also wie lange soll denn 16.000 und wofür überhaupt? Und ich glaube, die einfachste Variante ist, wie ich damals halt mit dem Unternehmer Max, der mir in einem Interview gesagt hat, ey, ich schraube meine Flotte ein bisschen runter und verkaufe ein paar LKWs, so dass ich quasi wirtschaftlich liquide bleibe, wäre doch auch einfach eine Nummer, dass man den LKW nimmt, der am meisten runter hat und sagt, okay, ich verkaufe den jetzt schweren Herzens, habe dann aber erstmal wieder genug Geld und genug Puffer auf dem Konto und kann dann wirtschaftlich weiter durchs Leben gehen mit meiner Geschäftslaufbahn hier. Aber hier ein Spenden, und wenn die 16.000 verbraucht sind, kommt dann die nächste Spendenaufruf. Also ich weiß nicht, schreibt mir gerne mal in die Kommentare. Ich habe sowas noch nie erlebt, dass ein Unternehmer so eine Stellenanzeige und dann noch so geschrieben, im Auftrag des Herrn. Also das hat ja nichts mehr mit Seriosität zu tun. Aber interessant ist übrigens auch noch, also es gibt ja selten positive Resonanzen, aber es gibt hier eine Firmenbewertung bei Kunun. Zur Fairness habe, das ist natürlich eine Negativbewertung, das kann man nicht fundieren. Da kann jemand frustriert sein und der hat dann gedacht, okay, ich schreibe da mal die negativste Bewertung überhaupt drin. Aber ich will es euch einfach nur mal ganz vorlesen, weil sie ist halt aus dem Februar diesen Jahres. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, erfahrungsgemäß, wenn eine Spedition Struggle hat, finanziell etc., dann geht es meistens zulasten des Fahrers, weil der immer umso mehr fahren soll, vielleicht auch manchmal gegen das Gesetz, um den höchstmöglichen Ertrag zu erwirtschaften. Und das würde wahrscheinlich auch hier mit hinkommen, denn mutmaßlich, ich weiß es nicht, schreibt der ehemalige Mitarbeiter, ich kann von diesen Fuhrunternehmern nur dringend abraten. Angestellt als Kraftfahrer schwerer LKW wurde ich bis an den Golf von Gibraltar geschickt und habe schon in der ersten Arbeitswoche gemerkt, dass sich in diesem Betrieb an keine der im Transportgewerbe gültigen Gesetze und EU-Richtlinien gehalten wird. Nach einer wöchentlichen Arbeitszeit von 97 Stunden, vertraglich waren 45 Stunden abgemacht, habe ich die Arbeit verweigert und wurde daraufhin fristlos gekündigt. Meinen Arbeitslohn und die Herausgabe meiner Fahrerkarte musste ich langwierig in den 7 Monaten andauernden arbeitsgerichtlichen Verfahren vor dem Arbeitsgericht Landau, dann gibt es noch eine Aktennummer,
über 2 ganze Instanzen erstreiten. Mich würde mal interessieren, was deine Fahrerkarte, die du am Mann übrigens tragen musst, lieber Arbeitnehmer, was die dann noch im LKW zu suchen hatte. Klingt ein bisschen komisch. Meine Fahrerkarte, ein Schelm, wer sich Schlimmes dabei denkt, er meint damit wahrscheinlich, dass diese Fahrerkarte genutzt wurde von anderen Fahrern, war dann urplötzlich auch nicht mehr auffindbar und eine neue habe ich auch erst durch gerichtliche Geltungmachung einer arbeitsgeberseitigen Versicherung an Eidesstadt über den Verlust beantragen können. Sowas habe ich in 28 Berufsjahren auf einem LKW in einem Betrieb noch nicht erlebt und es ist mir ein absolutes Rätsel, wie derartige Unternehmer überhaupt noch dieses Gewerbe führen dürfen. Fazit, die Sache noch, da wollte er wahrscheinlich mehr schreiben, aber mehr ging nicht. Das ist natürlich jetzt eine Bewertung, das können wir nicht, ob das der Wahrheit entspricht oder ob das nur aus Frust geschrieben wurde, hin und her. Aber die eigentlich, also das rundet irgendwie alles ab und diese komische Spendenaktion, weiß ich nicht, schreibt mir bitte mal gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und ich würde, wenn ich der Unternehmer wäre, würde ich sagen, okay, der nächste LKW, jetzt wird einer meiner Flaggschiffe mal verkauft und dann wird erstmal ein normaler Standard-LKW genommen, den kann ich ja vielleicht auch in schwarz bestellen, gegen Aufpreis, aber dann wird damit erstmal gefahren, weil wichtiger ist es doch, nicht mit den getuntesten und mit den beleuchtetsten und den geairbrushten LKW durch die Gegend zu fahren, sondern Gewinn zu erwirtschaften. Das ist doch die oberste Prämisse, die jeder Spediteur eigentlich hat. Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare und lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn ihr weitere News und dieses Format feiert, haben möchtet. Bis dahin, gehabt euch wohl oder kein, macht's gut und schont euch.